Namaste und Hallo. In der letzten Folge sind wir in der krassen Himalaya-Berglandschaft angekommen und weil es uns hier so gut gefällt, werden wir diese Region noch weiter erkunden. Mal sehen, wie weit wir auf den Bergpässen mit dem ganzen Schnee noch kommen werden. Das ist schon ein bisschen unglaublich, dass wir jetzt hier sind. Also wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Diese hohen, schneebedeckten Mount Everest Berge. da, ne? Nicht ganz, aber ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und anders als in Nepal ist die Straße halt auch echt gut. Also, Oh ja, das muss man auch nochmal Gott. erwähnen. das war schlimm. Das Oh macht es je. halt irgendwie voll möglich für uns mit unserem Van hier hinzukommen. Das ist schon richtig, richtig toll und cool. Ja, in Nepal ging das einfach nicht. Die schlimmsten Straßen, wo wir je waren. Ja, ist halt auch nochmal ein ärmeres Land und so, aber ja. Hätte ich nicht, also ich hatte viele Zweifel, ob wir das schaffen, mit unserem Van mal in solche Berge zu kommen und jetzt haben wir es geschafft und das ist schon wirklich toll. Und wir sind ja auch Profis hier in wilde Tiere finden in Indien. Also gut, das war jetzt Ironie, aber Leoparden haben wir gesehen, Tiger nicht und so weiter. Und hier soll es Schneeleoparden geben. Jetzt gucke ich gerade mal da drüben auf diesen Berg mit den Bäumen oder so. Oder Bären, keine Ahnung, was es hier noch so gibt. Vielleicht können wir da ja irgendwas sehen. So, wir waren eigentlich gerade dabei, durch dieses Tal zu fahren, aber die Straße ist hier nicht so gut, deswegen haben wir erstmal hier angehalten und jetzt sind Ben und Blair, unsere Freunde aus Belgien, die wir in Kathmandu kennengelernt haben, auch hier lang gefahren. Wir haben mit denen schon die ganze Zeit geschrieben, so hey, wo seid ihr und so weiter, wo geht's lang, wo sind gute Wege. Die haben auch schon versucht, Richtung Ladakh zu fahren und Ja. haben dann da die gesperrte Straße gesehen. Sind einfach zu früh dran. Aber Ja, gut. wir sind ja alle 2, 3 Wochen zu früh leider. Naja, jetzt haben wir uns erstmal, setzen wir uns hier raus zum Mittagessen. Und ein Hund ist hier noch vorbeigekommen. Hab ihm auch schon was gegeben. Ah, ja. Moin, hallo. Uiui. Oh je. Da habe ich mir mein Mittagessen aber nicht vorgestellt. Hallo. Es ist gar nicht so kalt, wie der Wetterbericht sagt, weil es sollten nachts eigentlich so -8 Grad werden. Und wir haben schon dann angefangen, so Wasser in Kanister zu füllen, weil unser Tank ist ja unterm Auto und dann friert die Leitung immer ein und so. Aber es war gar nicht so kalt. Haben uns gestern das auch schon gedacht, weil es war auch tagsüber schon gefühlt wärmer, als der Wetterbericht gesagt hat. Und heute Morgen waren es irgendwie so +8 Grad im Van. Und so gut haben wir auch nicht gedämmt, dass es, wenn es draußen -8 Grad sind, es dann drin noch so warm ist. Also eigentlich ist hier ganz schön, dann ist morgens auch gleich die Sonne wieder reingeknallt und jetzt haben wir da drin auch schon wieder angenehme knapp 20 Grad oder so. Wir haben hier eine tolle Aussicht auf die Berge mit Schnee und wir haben gestern noch 2 Radreisende aus Deutschland getroffen, die ein Jahr so ein Sabbatical machen. Da treffen wir eigentlich ziemlich viele, die so ein Jahr Auszeit von der Arbeit nehmen und danach dann ihren Job weitermachen können. Und die sind halt von Deutschland mit dem Fahrrad jetzt bis hierher gefahren. Die haben aber in so einem Gasthaus übernachtet.
Aber wir haben mit denen so Abend gegessen und so. Es war auf jeden Fall spannend, sich mit denen zu unterhalten. So, wir schauen uns jetzt hier gerade noch mal ein bisschen um. Und wir denken die ganze Zeit, wir sind in Nepal, weil ich meinte gerade so, hä, guck mal, da ist ein indischer LKW, was macht der denn hier? Weil irgendwie fühlt es sich voll so an, als wären wir noch in Nepal, weil die Leute sehen zum Teil halt so aus oder auch wie gekleidet sind. Ist halt der gleiche Kulturraum irgendwie und ja auch viele tibetische Abstammung. Und wir hatten natürlich auch vorher so Bilder im Kopf, wie wir uns Indien vorgestellt haben und wie wir uns Nepal vorgestellt haben. Ja. Und dann sind hier diese tibetischen Gebetsflaggen und so weiße Berge. Das assoziieren wir im Kopf halt voll mit Nepal und nicht mit Indien. Hörst du jetzt immer noch Hörbuch gleichzeitig? Boah, Laura. Laura hat neue Kopfhörer und die setzt sie jetzt gar nicht mehr ab. Weil sie hört Ja, jetzt ich höre ein die Uhr. spannendes Hörbuch. Ja, okay, super. Und auf Google Maps ist hier dieser Tempel als Dalai Lama Tempel angegeben. Aber es scheint nicht mehr so richtig in Benutzung zu sein. Hier steht jetzt aber, dass das halt 1994 für eine Zeremonie, die der Dalai Lama hier gemacht hat, erbaut wurde. Und jetzt gibt es hier immer noch einen Priester, der hier immer für ein Jahr hingesendet wird. Neulich hast du nochmal gesagt, dass bei so Sightseeing-Sachen ist es entweder richtig gut oder der totale Reinfall. Und hier wurden jetzt die Erwartungen ehrlich gesagt nicht erfüllt. Ja, wenn man Dalai Lama Tempel auf der Karte sieht, auch wenn wir wissen, dass der gerade nicht den besten Ruf hat, erwartet man schon was sehr Prunkvolles, Neues, gut gepflegtes. Das ist jetzt hier nicht so der Fall. Aber Ist auch okay. Wenn es Ja. 1994 war, ich meine, da war ich nicht mal geboren, ist halt auch schon ein bisschen was älter. und was auch krass ist, irgendwie arbeiten hier ziemlich viele so im Straßenbau und dann wohnen die aber immer in diesen gelben Zelten. Also das haben wir jetzt schon richtig oft gesehen. Oder also manchmal wissen wir gar nicht genau, was die jetzt hier machen oder ob die jetzt hier für die Felder irgendwie zuständig sind. Aber wir haben auf jeden Fall viele gesehen, die irgendwie Straßen hier bauen. Und viele dieser gelben Zelte. Und wir nehmen an, dass das immer sozusagen Gastarbeiter aus anderen Regionen von Indien sind, weil die halt auch ein bisschen dunkler und anders aussehen und so weiter und dann hier für die Saison irgendwie kommen, jetzt wahrscheinlich auch im Frühling, irgendwie ganz viel arbeiten, Geld nach Hause schicken und dann in der Off-Season, wenn hier zu viel Schnee liegt, wahrscheinlich dann wieder in den Süden Indiens zurückgehen. Unser Van sieht ganz winzig aus, wie so ein Spielzeugauto. Wie süß! Unser Auto ist schon auch irgendwie knuffig, ne? Aber es ist auch ein bisschen wie in Kanada hier, also wie ich mir Kanada vorstellen würde, mit so Bergen und ein bisschen Schnee und endlosen Flüssen in einer krassen blauen Farbe. Schon krass. In der Ferne haben wir jetzt da noch einen anderen Tempel entdeckt. Dann laufen wir mal dahin und gucken uns den nochmal an, weil der sieht so ein bisschen mehr in Benutzung aus. Und es ist auch krass, wie leise es hier ist. Also deshalb denken wir wahrscheinlich auch ganz gar nicht, dass wir in Indien sind. Weil es ist echt ruhig und wir sind auch schon viel entspannter und es ist viel angenehmer. Wir finden es hier ja sogar so gut und fühlen uns hier so wohl, dass wir überlegen, noch länger zu bleiben, damit diese Pässe aufmachen. Und sonst waren wir in Indien immer nur so, wir wollen hier weg, wir wollen hier weg. Also allgemein gesagt können wir hier die Ecke, wenn man nördlich von Manali dann durch den Tunnel fährt, dann hier in den Bergen, diesen Ort oder diese Region können wir auf jeden Fall empfehlen. Hier gefällt es uns. Das gehört wohl auch noch zu diesem Dalai Lama Tempel, aber ein bisschen mehr in Benutzung und sieht mal richtig schön aus, weil es so krass bunt ist und dann so in dieser Berglandschaft. Hat schon was. So, es ist jetzt Abend, Zeit fürs Abendessen. Es ist jetzt ganz schön ungemütlich hier draußen geworden. Ja, voll kalt. Aber wir schauen mal, ob wir hier so ein paar Momos bekommen. Oder Als wir was angekommen sind, anderes. haben die so nett gewunken alle. Ja, wir wollten da die ganze Zeit essen gehen, weil als wir in die Straße rein waren, die so, hallo!
Und jetzt wollen wir da nochmal was essen. Jetzt sind wir gefühlt in der Dorfkneipe gelandet. Ach, total lustig. Ich dachte, es wäre total leer, weil es noch so früh ist. Aber es ist alles voll. 1000 Leute müssen erstmal kommunizieren, damit die Leute, die das Restaurant betreiben, wissen, was wir wirklich wollen. Aber jetzt haben wir zweimal Veggie-Momos bestellt und es ist halt voll süß. Und so ist es halt voll toll, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Ja. Ja. Und statt Sitzkissen hat man Luftpolsterfolie. Ich habe hier meinen Chai bekommen. Richtig gut gewürzt, mit ganz viel Ingwer. Das macht einem auch schön warm. So, schwuppdiwupps sind alle Momos weg. Das war aber jetzt voll gut. Jetzt hat man so ein richtig wohlig warmes Gefühl im Magen. Jetzt werden wir noch mal kurz so eine Art Spaziergang machen, nicht besonders weit, aber können uns jetzt guten Gewissens einkuscheln Ja, und einen gemütlichen Abend im Van machen. und Kekse essen. Ja, später dann. Uiuiui! Es hat voll geschneit! Oh wow! Oh je. Oh, sieht ja cool aus. Krass, jetzt alles weiß. Wow. Wir haben nur Sommerreifen. Und ich habe mich schon gewundert, was hier für komische Geräusche vorne sind. Ich dachte schon wieder irgendein Vogel oder keine Ahnung, was hier für ein Tier rumläuft. Und ich habe mich auch gewundert, warum wir noch keinen Solarstrom bekommen. Wahrscheinlich ist einfach ganz viel Schnee auf dem Dach. So machen die Pässe nach Lee auf jeden Fall nicht auf. Nee. Naja, aber schön. Und so viel kälter ist es hier drin jetzt auch nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht schmilzt das heute auch wieder alles. Und wir haben jetzt endlich wieder hier so ein Kfz-Strom-USB-Stecker oder wie auch immer die heißen. Das heißt, passend zum Schnee können wir jetzt hier unsere Weihnachtsbeleuchtung wieder anmachen. Yay! Und irgendwie Weihnachtslieder hören oder so. Jetzt kann ich ja erstmal gucken, ob ich hier unseren Van von Eis befreie. Voll krass. Wir haben hier so diverse Eiszapfen bei uns dran. Und hier, wo das Wasser runtergelaufen ist, das ist auch alles festgefroren. Das heißt, wir leben jetzt in so einer Eisbox. So, heute fahren wir ein Stück weiter. Die nächste Stadt ist Darcha. Das ist so die letzte Stadt, die noch offen ist. Danach kommt aber noch ein Gletschersee. Bis da kann man wohl fahren. Gucken wir mal. Dazwischen gibt es auch noch so einen Polizeicheckpoint, wo man sich eintragen muss oder so. In der Stadt haben wir auch so eine Reihe LKW am Straßenrand gesehen und haben die mal gefragt, ob die auch warten, bis die Straße aufmacht. Und die meinten, ja, ja, noch 15 Tage. Oh Gott. Jetzt sind wir schon auf 3400 Meter Höhe. Wir fahren jetzt zu so einem See, mal sehen, wie hoch der ist. Das ist dann, glaube ich, schon so der höchste Punkt unserer ganzen Reise bisher. Wow. Schon krass, wo wir hier wieder sind. Ist jetzt echt nochmal höher und verschneiter. Ja. Echt voll Gar schön. keine Bäume oder Städte mehr. Einfach nur noch so Berge. Wow, also man sollte lieber hierher fahren statt nach Nepal, weil sowas haben wir in Nepal ja gar nicht gesehen. Ja krass, wir sind angekommen am Deepak Lake. Wir sind jetzt auf etwa 3700 Meter Höhe. So hoch waren wir noch nie mit unserem Van, richtig krass.
hat auch so ein bisschen Probleme, Luft zu bekommen, oder? Also, ist halt sehr hoch, ne? Sowohl der Van als auch wir. Ja, ja, puh. Jetzt laufen wir mal zum See, ne? Ja, aber da oben lang, oder? Bist du da unten, oder was? Ja, ich dachte, wir wollten zum See, aber wir können auch erstmal da hoch. Erstmal Ausblick, jetzt. Hier ist es auf jeden Fall auch jetzt richtig kalt. Es ist so ein richtig eisiger Wind und dadurch kann man gut nachvollziehen. Also hier oben wollen wir jetzt auch gar nicht campen, dass die Straße halt noch zu ist und alles. Es ist einfach noch nicht Frühling genug hier oben. Nee. Und bei uns ist immer noch Schnee auf dem Dach von unserem Van. Aber die Solarzellen sind frei, das ist gut. Kriegen wieder ordentlich Strom, obwohl die Sonne nicht mehr scheint. Ui. Ist halt zugefroren der See, ne? Oh, krass. Mensch, da hätten wir mal unsere Schlittschuhe mitnehmen müssen. Das wäre doch toll. Es ist einfach rundum alles weiß. Yeah. Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir jetzt hier in so einer Landschaft landen, nachdem wir in Nepal waren. Und es 40 Grad in Indien waren. Echt krass, unsere Fahrradfreundinnen sind ja auch mit dem Fahrrad hingefahren. Da war noch ein bisschen besseres Wetter, glauben wir, also noch nicht so viel Schnee. Aber trotzdem, Chapeau, Hut ab, wenn man mit dem Fahrrad so eine Reise macht. Wir sind beeindruckt. Uah. Toll. Toll. Uah. Was soll das denn jetzt? Oh, das ist aber hart. Wir machen nur das Oberste. Bitte raus. Oh je, was ist jetzt? Ja, bitte. Es geht voll tief runter. Oh Gott, ich hab Déjà-vu. Oh Sind wir auf je. dem Olymp Oh hier. Gott, wir müssen hier vorsichtig sein. Guck mal, wie tief das ist. Ui. So schön so Landschaften auch immer sind. Es ist schon wirklich kalt, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, ob ich 40 Grad schlimmer finde oder irgendwie 0 und irgendwelche Minusgrade. Ist beides nicht ideal. Aber jetzt müssen wir uns erstmal einen warmen Tee machen und was essen, bevor wir zurückfahren. Oh. Oder weiterfahren. Bis nach Leh, noch 300 Kilometer. Ja. Es hat jetzt angefangen, so Schneeregen zu geben. Und hier ist es schon sehr frisch, deswegen fahren wir jetzt erstmal zurück. Weil weiter kommen wir hier auch nicht oder dürfen wir auch nicht, glaube ich. Geht auf jeden Fall ganz schön ab mit dem Schnee hier. Und wie ihr seht, sehen wir nichts mehr, weil alles voll geschneit ist und überall Schneewolken sind. Jetzt kommen uns die ganze Zeit so LKWs mit Baumaschinen und so weiter entgegen, so wie der da. Und die meisten sind so nett, das ist so richtig süß. Die winken uns immer alle ganz aufgeregt. Generell haben wir hier so ein gutes Gefühl, was die Menschen angeht. Die sind einfach alle so freundlich und strahlen und ja, wir haben irgendwie auch schon so nette kurze Gespräche gehabt und waren ja auch öfter mal so Kleinigkeiten essen, Momos und so weiter und das war echt immer richtig schön, weil die Menschen so lieb sind irgendwie. Indischer Trucker-Trick, wenn es zu kalt ist, eine Decke vor den Motorkühler zu machen, dann wird der Motor geht er auf bessere Temperatur. Weil der Motor war jetzt noch nicht ganz auf der Temperatur, also auf der normalen Motortemperatur. Und wir wollen ja auch ein bisschen heizen. Dafür muss der Motor ein bisschen wärmer sein, sonst nehmen wir ja dem Motor die ganze Wärme fürs Heizen. Mal gucken, wie das jetzt besser. Okay, dieses Restaurant übertrifft irgendwie alles, in dem wir je waren, weil das ist irgendwie so eine Snackbude. Das heißt, es gibt voll viele Markensnacks hier. Es ist aber auch irgendwie so eine Art Hotel oder Haus, weil hier sind überall Leute, die hinter den Vorhängen eingedickt chillen und schlafen. Und es ist aber auch, wie gesagt, ein Restaurant, weil wir haben jetzt wieder Momos bestellt.
völlig abgefahren und es ist echt nicht so warm hier. Also die Menschen haben es echt nicht so leicht, weil es ist echt kalt. Es ist einfach so richtig einfach gebaut, so Wellblechdach, keine Heizung. Und manchmal laufen die Leute in so Schlappen, so Flipflops rum. Ja, kann sich ja nichts anderes leisten, ne? Ja, schon muss man gleich eine Jacke holen, ey. Und jetzt haben wir voll die Probleme, ein neues Pakistan-Visum zu bekommen, weil wir nicht in Deutschland sind und wir uns halt bei Frankfurt beworben haben, weil es voll kompliziert sein soll, von Indien aus ein Visum zu bekommen. Und letztes Mal hat das auch voll einfach geklappt. Bei Freundinnen hat das auch geklappt und bei uns sagen die jetzt, es funktioniert wahrscheinlich nicht. Stresst uns ein bisschen, aber vielleicht nimmt uns das auch die Entscheidung ab, ob wir jetzt noch länger hier bleiben wollen oder können. Lecker. Wir haben hier wieder Momos. Frisch gemacht. Im Lazar Imbiss-Geschäft. Wieso seid ihr denn alle so süß? Ich war noch nirgendwo, wo es so viele süße, flauschige Hunde gab. Ich würde gerne unser ganzes Auto voll mit denen machen. Große, kleine, Babys, ältere, aber die sehen alle auch immer ganz okay aus zum Glück. Aber guck mal, wie süß einfach. Frau Süß kennt Hund wie. Ja, ja, einmal das ganze Programm. Oh Gott. Nehmen wir den mit? Ja. Gott, bist du süß. Toll, Laura, jetzt musst du ihn mitnehmen. Baby! Aber merkt so richtig, wie Luftkriegen schwieriger ist. Ein bisschen. Und wir haben auch einfach keine Kondition. Nee. Wovon auch? Also, die Chips-Verpackungen sind hier aber, keine Ahnung, die fliegen ja fast weg, weil das ist ja so aufgebläht hier. Da kann man als Kopfkissen benutzen, wenn man campen geht oder so. Und krass, weil es so kalt draußen ist, aber die Sonne jetzt richtig knallt, bekommen wir mega viel Solarstrom. 98, 99 Watt. Es geht ab hier. 99,8. Ob es auch über 100% geht? 102. Guck mal, die Kamera kann schon gar nicht mehr fokussieren. So krass ist das. Wie geht das? Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich verstehe es aber nicht.